Du guckst auch schon wirklich anders, als wir hier gewöhnt sind. insgesamt, würdest du sagen, dass du deutsche, also Koreaner. 네, 안녕하세요. 오늘은 이제 한국 영화에 대해서 이제 독일에서 어떻게 생각을 하는지 그리고 우리가 좋아하는 영화에 대해서 한번 얘기를 할까 합니다. In erster Linie, du guckst auch schon länger koreanische Filme, auch durch mich natürlich, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. Wir haben, glaube ich, angefangen, mit welchen koreanischen Filmen kannst du dich am besten erinnern? Womit hast du angefangen? Oder wir? Ich glaube, Attack the Gas Station Ja, und Attack the Gas Station Friends. Friends war auch bekannt, stimmt. Und Beat. Beat, ja, natürlich legendär. Genau, das waren dann so ganz unterhaltsame Filme, aber dass dass ich das erste Mal den koreanischen Film als wirklich sehr gut wahrgenommen habe, war mit Joint Security Area. Stimmt, Joint Security Area. Ich meine, Friends und Beat, das waren halt sehr populär in Korea gewesen und ich mochte die Filme natürlich. Ich wollte natürlich, dass du die auch mal kennenlernst, ja, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn du in Deutschland, dass du dann so alles sozusagen verstehst, gerade bei Friends, so 60er, 70er Jahre in Korea und so weiter. Aber Joint Security Area, ja genau, das war ja auch wirklich ein guter Film. Und danach kam dann sowas wie Oldboy. Ja, ich glaube, mit Oldboy war das koreanische Kino dann zumindest bei den Filmfans ja schon irgendwie so auf dem Schirm, weil da hat sich ja schon viel von dem gezeigt, was jetzt bis heute sozusagen in den koreanischen Filmen irgendwie interessant ist, dass die irgendwie einen coolen Style haben, gut aussehen, oft schon auch so ein bisschen brutal sind und so ein bisschen abgründig und ja, genau. Also es gibt ja auch irgendwie viele Fans. Also manche sagen, es sind teilweise ein bisschen zu brutal. Genau, es gibt natürlich sehr viele Rachefilme irgendwie, so eine eigene Genre, habe ich das Gefühl, ja. Und was gibt es denn noch für Filme? So Memory of Murder oder Post ist ja auch ganz guter Film. Ja, Post vor allem. Das ist halt dann so teilweise ein bisschen witzig und dann traurig und auch dann wieder brutal und dann wieder ein bisschen mit Action. Also so eine Mischung, wo du gar nicht weißt am Anfang, wenn du solche Filme noch gar nicht gesehen hast aus Korea, denkst du, das ist eine Komödie oder ist das ein Drama oder du weißt es halt gar nicht so. Das ist ein komisches Gefühl. So. Auch der Humor ist so ein bisschen anders, als wir hier gewöhnt sind. Und das ist aber dann nicht komisch, sondern das bringt dir einfach irgendwie so eine neue Sichtweise. Auch diese Mischung, dass man Film spannend, aber trotzdem lustig sein kann oder das funktioniert trotzdem gut. Und Ja, genau. Oder wann war das? Ich glaube Mitte 2000er gab es dann Bittersweet Life. Den fandst du auch sehr gut. Ja, so eine Gangstergeschichte, aber auch wirklich gut gedreht, gute Einstellungen, auch gerade die Filmmusik und hat alles irgendwie gepasst. Jetzt von Story her würde ich jetzt sagen, nichts Besonderes so, aber hat alles gepasst, ja, genauso wie I Saw the Devil, ja, ist auch natürlich sehr brutal, ja. Oder The Wailing, genau, The Wailing war ja dann auch sowas, ja, wo du sagtest, ist eigentlich ein Horrorfilm, ja, hat aber irgendwie am Anfang lustig angefangen, ja, wo du denkst dann, okay, ist irgendwie ganz witzig, ja, wo die Polizisten da wegrennen. Und dann hat es dann halt ganz schön heftig aufgehört zum Schluss. Und dann wusstest du selber nicht, was ist da passiert und also die unterschiedlichen Regisseure haben ja schon noch so ein bisschen ihre eigene Handschrift, aber also es gibt schon 4, 5 Regisseure aus Südkorea, wo man schon sagt, ja, wenn die einen neuen Film rausbringen, dann schaut man sich das zumindest mal an, was da kommt, weil die einfach doch über die Jahre bewiesen haben, dass die gute Filme machen. Ja, genau. Also Bong Joon-ho ist auf jeden Fall ein Regisseur, natürlich, klar, nicht nur durch Parasite, aber Park Chan-wook, ja, der Oldboy gedreht hat. Ja, und The Handmaiden muss man sicherlich auch herausheben. Der hat ganz viele starke Filme gemacht. Ja. Genau, also insgesamt würdest du sagen, dass koreanische Filme jetzt in Deutschland angekommen sind? Ich kann dann immer nur für mich sprechen und ich glaube jetzt, dass spätestens mit Parasite, dass jetzt auch viele Deutsche offener für koreanische Filme sind. 지금 그냥 친구와 이제 주위 사람들이 이제 한국 영화를 좀 더 많이 보기 때문에 그냥 우리 생각을 지금 그냥만 담아봤습니다.
감사합니다. Tschüss. Tschüss.